Wir haben angefangen, uns mit Interessenten zu beschäftigen. Die haben wir dann durch unseren neuen Marketingplan in Kunden verwandelt. Diese Kunden haben dann mit einem Durchschnittsumsatz von bei uns mal gekauft. Und schon ist er da, der lang ersehnte Umsatz. Aber von Umsatz allein leben wir nicht, sondern vom Gewinn. Und der wird bestimmt durch die Gewinnmarge. Hinten kackt die Ende, hat mal ein Sportreporter gesagt und damit eine Redewendung geschaffen, die simpel ist. Am Ende kommt das Ergebnis und bis dahin kann alles passieren. Du kannst alles geschehen lassen oder fast alles beeinflussen. Du hast das Ruder in der Hand und dir gehört die Ente am Ende. Also, wir sind jetzt bei der Marge angekommen. Die letzte der 5 Variablen, die zum Endergebnis führen, dem Gewinn. Davon leben wir Unternehmer und damit erfüllen wir unser Warum. Was genau meine ich mit Marge? Also die Marge ist ein Prozentwert. Ja? Wie viel Prozent von deinem Umsatz bleiben übrig, wenn du deine gesamten Kosten abziehst? Je höher dieser Prozentwert ist, desto besser für dich. Desto mehr bleibt hinterher für dich übrig. Aber Achtung, dein Gewinn muss noch versteuert werden. Nicht alles ausgeben, was du gerade ausrechnest. Starten wir wie folgt. Du kennst deinen Umsatz. Der steht in deinem Buchungssystem oder in deiner Warenwirtschaft oder vielleicht führst du auch einfach nur eine Excel-Liste, in der du alle Rechnungen erfasst. Nimm deinen Umsatz ohne Umsatzsteuer, also den Nettoumsatz, wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist. Wenn du die Vorsteuer oder die Mehrwertsteuer eben nicht in Abzug bringen kannst, dann nimm deinen Umsatz inklusive dieser Mehrwertsteuer. Nun brauchst du eine Kostenübersicht. Ja? Hast du die schon? Wie viel gibst du jeden Monat aus? Wie viel davon sind Fixkosten? Also Kosten, von denen du heute schon weißt, dass du sie jeden Monat zahlen musst oder jedes Jahr zahlen musst. Dazu gehören so Leasingverträge, Miete, Lizenzkosten, alles sowas. Alles, was du mit einem Lieferanten vereinbart hast. Falls du keine Übersicht über deine monatlichen Fixkosten hast, dann empfehle ich dir dringend den Download meiner einfachen Fixkostenübersicht am Ende dieses Kurses. Fülle dieses Excel-Blatt aus und überarbeite es regelmäßig. Immer wenn eine Abbuchung kommt, immer wenn eine Rechnung kommt, trag das ein, damit das immer aktuell ist. Du brauchst diese Infos zur Steuerung deines Unternehmens. Also drück auf Pause jetzt und erstell deine Fixkostenübersicht. Nun brauchen wir noch die variablen Kosten. Die wirst du wahrscheinlich schätzen müssen. Zu den variablen Kosten gehören so Sachen wie Tankkosten, Bewirtungsausgaben, Strom, Büromaterial, alles, was du zusätzlich zu deinen Fixkosten noch für deine Firma bezahlen musst. Einfach zu berechnen, wenn du in deine BWA schaust und in der Zeile Gesamtkosten den Wert nimmst. Davon ziehst du dann deine errechneten Fixkosten ab und das sind vereinfacht ausgedrückt deine variablen Kosten. Also Umsatz minus Fixkosten minus variable Kosten ergibt deinen Gewinn vor Steuern. Nun nimmst du deinen Gewinn, teilst den durch den Umsatz und multiplizierst mal 100. Das Ergebnis ist deine Gewinnmarge. Und denke dran, je größer die Marge, desto besser für dich. Wir wollen, dass die Marge größer wird, also widmen wir uns jetzt den Möglichkeiten, diese Marge zu vergrößern. Was kannst du als Unternehmer tun, um mehr Gewinn zu machen? Simpel, wie auch schon im letzten Modul, erhöhe deine Preise. Je nachdem, wann du das letzte Mal die Preise erhöht hast, ist dein Abstand zum Wettbewerb sowieso schon viel zu groß und du verschenkst Geld. Aber da du darüber schon beim Durchschnittsumsatz nachgedacht hast, gehen wir in die nächste Strategie. Kennst du die Marge, die du pro Produkt oder Dienstleistung erzielst? Also was kostet dich die Erbringung einer Leistung oder der Einkauf eines Produktes und wie viel bringst du einen Ansatz, wenn du es weiterverkaufst? Die Differenz zwischen beiden sollte so groß wie möglich sein. Du kannst dich nun auf die Produkte konzentrieren, die die höchste Marge haben. Beispiel, du verkaufst eine Hose mit 50% Marge und eine Hose mit 15% Marge. Würdest du Werbung machen für die Hose mit der höheren oder mit der niedrigeren Spanne? Richtig.
Du investierst dein Marketingbudget in das Produkt mit der höheren Spanne, weil du daran mehr verdienst, wenn es verkauft wird. Also finde heraus, an welchem Produkt du das meiste verdienst. Und das forcierst du dann in deinem Newsletter oder stellst es prominent ins Schaufenster oder machst Social-Media-Beiträge damit. Die nächste Strategie zur Erhöhung deiner Gewinnmarge ist ganz simpel: Gib keinen Preisnachlass ohne Grund. Ich habe es oft erlebt, dass ich im Gespräch mit einem Verkäufer bei der finalen Antwort so langsam so ein bisschen gezögert habe, weil ich nachgedacht habe, und der Verkäufer springt auf mich zu, springt in meine Gedanken rein und sagt: Hier ist ein Rabatt. Nur weil ich ihm mit meiner Entscheidung zu langsam vorgekommen bin. Ich wollte gar keinen Rabatt, aber ich habe ihn einfach so hingeworfen gekriegt, um schneller zu entscheiden. Mach das bitte nicht. Verschenke kein Geld freiwillig. Wenn der Preisnachlass von dem Kunden gewünscht ist, dann wird er dich danach fragen. Warte ab, bis der Kunde auf dich zukommt und verschenke kein Geld im Vorfeld. Das erhöht deine Gewinnmarge am Ende des Tages. Du kannst natürlich auch exklusive Produkte und Dienstleistungen kaufen, die nicht im Preiswettbewerb stehen und schwer vergleichbar sind. Dann ist der Preis aus Sicht der Kunden relativ und weniger transparent. Außerdem bekommt er dieses Produkt sowieso nur bei dir. Merkst du was? Wenn der Kunde das nur bei dir kaufen kann, dann hat er auch keine Wahl. Die Beispiele, über die wir jetzt gesprochen haben zum Thema Gewinnmarge, sind vor allem aus Sicht der Produkte und der Dienstleistungen. Du kannst deine Gewinnmarge aber auch erhöhen, wenn du deine Kosten reduzierst. Also ihr habt auf der einen Seite die Produkte, daran kann man drehen, und ihr habt auf der anderen Seite die Kosten, auch an denen kann man drehen. Geh mal durch deine Fixkosten und schau, ob dir da nicht Beträge begegnen, die du nicht mehr brauchst oder die du aus Bequemlichkeit bisher nicht gekillt hast. Also ich mache diesen Rundgang durch meine Fixkostenstruktur einmal im Quartal und schaue mir meine Liste an, was davon brauche ich wirklich noch und was davon ist unwichtig geworden. Und dann kündige ich Verträge oder ich verhandle Konditionen nach, so frei nach dem Motto Profit First. Übrigens, dazu gibt es auch ein super Buch, das ihr in der Bücherliste am Ende des Kurses findet. Marge erhöhen. Der eine oder andere von uns träumt von einem schönen, großen und repräsentativen Büro, geschmackvoll eingerichtet mit tollen Möbeln. Also ich auch. Und ich habe das ein Stück weit auch schon geschafft. Aber braucht man das wirklich oder ist das nur Unternehmer-Ego? Wenn man solche Kosten mal objektiv betrachtet, dann muss man zugeben, so zwingend notwendig ist dieses super tolle große Büro nicht. Willst du das Büro trotzdem behalten, weil es dir wichtig ist, dann such dir zumindest einen Untermieter, damit der Kostenanteil geringer ausfällt, oder reduziere den Platz. Oder schau, wenn Mitarbeiter regelmäßig im Homeoffice sind, brauchst du dann wirklich noch 3 Räume oder reichen 2? Ganz wichtig, um deine Gewinnmarge auch zu erhöhen: Kosten reduzieren. Kosten, Verträge, Einkaufskonditionen. Schau dir deine Einkaufskonditionen an. Es gibt für ganz viele Bereiche Einkaufsgemeinschaften, denen du beitreten kannst, wo du manche Sachen günstiger bekommst. Und du kannst deine Verträge auch regelmäßig neu verhandeln. Geh von Einzelkauf zu Rahmenverträgen oder häng dich bei anderen Firmen in Verträge mit rein, nur um Geld zu sparen. Profit First ist das Motto. Und apropos Geld sparen, stell deine Rechnung sofort nach oder kurz vor der Erbringung deiner Leistung. Reduziere das Zahlungsziel auf höchstens 7 Tage und besser auf 0 und etabliere einen automatisierten Mahnprozess, also wenn die Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt werden. Je früher du dein Geld hast, desto geringer sind deine Kosten für Kontoüberziehung oder für kurzfristige Liquiditätsengpässe. Auch das trägt dazu bei, dass deine Gewinnmarge größer wird. Du kannst dir auch die Struktur der Gehälter deiner Mitarbeiter mal anschauen. Macht 100% Festgehalt Sinn oder sollte ein Teil des Gehaltes am Umsatz oder an den Verkäufen festgemacht werden? Wenn weniger verkauft wird, sind dann auch die Personalkosten geringer und damit stabilisiert sich deine Gewinnmarge auch in schlechten Monaten. Und umgekehrt sind Verkaufsprovisionen ein großer Anreiz für Mitarbeiter, sich vielleicht nochmal extra ins Zeug zu legen, und das dann natürlich zu deinem Vorteil. Klar solltest du dich auch regelmäßig fragen, ob du alle aktuellen Mitarbeiter wirklich noch brauchst oder ob die Arbeitszeiten zu deinem Unternehmen passen. Es gibt so viele Stellschrauben für Einsparungen, auch beim Personal.
Und wir haben noch nicht über Lohnkostenoptimierung gesprochen. Das solltet ihr im Übrigen mal mit eurem Steuerberater besprechen. Wenn wir schon bei Mitarbeitern sind, dann denke auch noch mal über den Hebel Schulung und Training nach. Nicht nur du wirst besser in deinen unternehmerischen Entscheidungen, wenn du dich weiterbildest. Das gilt auch für dein Team. Und je besser du deine Leute trainierst und die sich weiterbilden können, desto positiver wirkt sich das auch auf euren Umsatz aus. Kleiner Tipp am Rande: Wenn bei dir normalerweise Überstunden einfallen und du diese auch bezahlst, kontrolliere mal, ob dein Team nicht unbewusst gerne Überstunden macht, um sich eine kleine Gehaltserhöhung zu verpassen. Also es empfiehlt sich wirklich, regelmäßig die Ressourcenplanung zu prüfen und zu überarbeiten. Lasst uns weitergehen in den Möglichkeiten der Optimierung deiner Gewinnmarge. Digitalisierung ist das Schlagwort. Computer und Software kosten Geld, aber die arbeiten auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche und die werden auch nicht krank. Also ich meine jetzt, wobei, ich ziehe die letzte Aussage zurück, ein Virus kann dein Laptop auch schon bekommen. Aber was ich damit sagen will, automatisiere so viel wie möglich. Mach eine routinehafte Arbeit nicht jeden Tag, sondern überlege dir, wie du solche Aufgaben an eine Software delegieren kannst. Ja, deine Zeit und die Zeit deiner Mitarbeiter sollte eigentlich in Kunden und in Kundengespräche investiert werden und nicht in simple Routinearbeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, um mehr Umsatz bei gleichbleibenden Kosten zu machen und Kosten einzusparen. Du musst Spaß daran entwickeln, Geld zu sparen und Geld auf deinem Gewinnkonto anzuhäufen. Das ist der Spaß, den du hast als Unternehmer. Und jetzt schau noch mal bitte in die Liste im Workbook zum Thema Strategien zur Steigerung der Gewinnmarge und such dir die wichtigsten 2 bis 3 für dein Geschäft raus. Okay, dann weiter zum Quiz für dieses Modul.